Fleisch ist nicht gleich Fleisch, speziell bei diesen beiden Stücken. Hier vorne haben wir ein schönes Steak und dahinter die Short Ribs. Beide sehen super lecker aus, aber sie brauchen eine unterschiedliche Behandlung auf dem Grill. Der Autochef Arosa bietet natürlich verschiedene Modi und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Wir starten mit dem Steak und wie ihr sicher wisst, braucht dieses auf der Außenseite richtig viel Hitze. Deswegen bauen wir unseren Autochef Arosa erstmal in die Vulkanposition um, mit der Griddle Plate oben drauf, dann Deckel zu und richtig einheizen. Unser Grill hat nun fast 350 Grad, das heißt, wir können loslegen. Jetzt noch das Steak schön salzen, natürlich auch von der anderen Seite. Auch hier ein wenig andrücken. Und schon kann es losgehen. Deckel auf. Ihr seht, wie es qualmt. Die Griddle Plate hat richtig Temperatur. Nun gehen wir zuerst ein wenig mit dem Fettrand in die Mitte. So tritt das Fett aus und wir können es quasi im eigenen Fett braten. Und nun grillen wir es von beiden Seiten richtig schön scharf an. Und das geht natürlich perfekt in der Vulkanposition mit der Griddle Plate. Da bekommen wir richtig schön Hitze auf das Steak. Jetzt braten wir unser Steak nochmal so richtig scharf von der anderen Seite an. Danach zur Seite ziehen, mit der Temperatur runtergehen und auf 54 Grad Kerntemperatur nachziehen lassen. Danach ein wenig ruhen lassen, aufschneiden, fertig. Gerade beim Steak hatten wir richtig viel Hitze, schöne Röstaromen in Vulkanposition gebündelt. Das wäre bei unseren Short Ribs fatal. Deswegen brauchen wir nun eine niedrige Hitze, gleichmäßig und das über eine lange Zeit. Das geht natürlich auch beim Arosa Autochef, aber in der Standardposition. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt, denn es geht ratzfatz. Die Griddle Plate ist raus. Wir haben unseren Grill in Standardposition umgebaut mit dem Rost oben drauf. So haben wir eine schöne indirekte Hitzeverteilung. Jetzt widmen wir uns aber den Short Ribs. Diese stehen stellvertretend für alle Fleischcuts, die man low and slow zubereiten kann, wie zum Beispiel Pulled Pork, Spare Ribs oder auch Brisket. Jetzt muss natürlich noch richtig Geschmack an unsere Short Ribs und das mache ich mit einem Trockenrub. Ihr könnt natürlich auch einen nassen Mob nehmen, aber ich habe hier jetzt wunderschön Paprikapulver, Senfpulver, ein bisschen Kumin, Salz und braunen Zucker und das reibe ich jetzt richtig schön ins Fleisch ein. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr das wollt. Trocken oder nass, mit verschiedenen Gewürzen, vakuumiert über Nacht oder direkt auf den Grill. Heute geht es ja nur um die Garmethode an sich. Das Schönste beim Low and Slow Garen ist, es macht sich nahezu von alleine. Wir haben unser Stück Fleisch eingerubbt, jetzt kommt es auf den Autochef Arosa. Wir haben es auf die niedrigste Temperaturstufe eingestellt, 80, 90, 100 Grad und das über eine lange Zeit. Jetzt kommt nur noch der Kerntemperaturfühler rein, damit wir auch schön kontrollieren können, was passiert. Den Deckel zu und der Grill macht die Arbeit für uns. Das Wichtigste beim Low and Slow Barbecue ist Zeit. Nehmt euch diese Zeit und habt ein wenig Geduld, denn ihr braucht mindestens 5 Stunden. Wir zielen jetzt eine Kerntemperatur von ungefähr 85 Grad an. Wir wissen, das geht mit hoher Hitze auch in 20, 30 Minuten, aber wir brauchen die Zeit, denn unser Fleisch enthält sehr viel Kollagen und dieses verwandelt sich erst in schöne, zarte Gelatine, wenn wir ihm Zeit geben. Jetzt haben wir noch ein Special Feature, nämlich unseren Flame Guard. Der verhindert nämlich, dass die Flamme ausgeht und ausbleibt. Der entzündet die Flamme immer wieder. Das bedeutet, ihr könnt auch über lange Zeit, egal bei Wind und Wetter, euer perfektes Stück Fleisch garen. Lange Zeit ist ein gutes Stichwort. Denn 5 Stunden sind rum und jetzt schauen wir unser Stück Fleisch mal an. Oh ja, das sieht gut aus. Die Knochen haben sich schon vom Fleisch ein wenig gelöst. Jetzt nehmen wir es runter vom Grill und schneiden es an. Ja, da sieht man schon, es ist genau das passiert, was wir wollten. Nämlich die Struktur hat sich aufgelöst, es ist schön zart geworden. Und ob es wirklich so ist, das schauen wir jetzt mal und schneiden es an. Oh ja, seht ihr das? Saftig und super zart. Ihr habt es gerade gesehen, 2 Cuts, 2 verschiedene Garmethoden. Einmal volle Hitze mit Vulkan und einmal in Standardposition und das ganz lang. Egal was ihr vorhabt, der Autochef macht's möglich und jetzt viel Spaß beim Grillen.